Vor ein paar Wochen haben wir die neue, wunderschöne Special Livery von unserem ersten A350 präsentiert. Heute sind wir in Olten und wir treffen den kreativen Kopf dahinter, der Frederik Siegel. Willkommen zu einer neuen Folge von Swiss Behind the Wings. Hallo Frederik. Sorry, Michel. Zeigst du uns mal, wo die Livery entstanden ist? Ja, komm ich da mit? Ja, gerne. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, dass du heute plötzlich Illustrationen für Flugzeuge machst? Ich bin Illustrator und Animationsregisseur und ich habe Animation studiert in Luzern, an der Hochschule Luzern. Und arbeite eigentlich seit 2016, 2017 arbeite ich als Selbstständiger im Bereich Animation und Illustration. Ja. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich die Library designen durfte. Das ist toll. Ja, nein, also wir freuen uns darüber, das ist auch super schön geworden. Ja. Hast du hier einfach ein Atelier für dich oder wie? Ich bin Teil von einem Animationskollektiv, dem Team Tumult. Und uns gibt es auch schon seit 2017. Und wir haben uns heute zusammengeschlossen und haben gedacht, ja, zusammenarbeiten ist schöner. Also lass dir schauen, wir müssen es doch jetzt mal an. Ja, ja, ich nehme dich gerade mit ins Atelier. Super. Also wenn man so einen Auftrag bekommt, wie geht man da dran her? Wie fängt man da an? Hier sehe ich so eine Skizze, eine Handskizze. Ja. So fängt das Ganze an. Ja, also es ist noch lustig, weil das ist eigentlich die einzige Skizze, die ich von Hand gemacht habe, also auf Papier gemacht habe, die ich noch gefunden habe. Ich habe glaube schon noch mehrere gemacht. Ich habe viel im Skizzenbuch auch vorzeichnet, aber der grösste Teil des Projekts ist eigentlich alles digital entstanden auf dem Computer, also auf einem Grafiktablet. Also die erste Insel, die wir zuerst entwickelt haben, war so ein bisschen die Zürich-Insel, so als Start. Und dann habe ich dort so überlegt, ja, was könnte in Zürich alles reinpassen, was könnte dort alles Teil von der Destination sein. Mit Inseln, gell, meinst du, so eine Region, also genau, die einzelnen, auf dem Flugzeug? Ja, genau, die einzelnen Städte eigentlich. Die Idee war, dass man so eben von Insel zu Insel führt mit dem Auge und dann also mit Straßen oder mit Flüssen oder mit Zugschienen verbindet. Von der Idee her haben wir probiert, so ein bisschen die Seele von diesen Städten zu übernehmen oder eben oder gewisse Elemente, wo eben die Swiss Connection dazu hat, zum Beispiel das Lugano Filmfestival ist drauf, das Verkehrshaus. Also die Elemente haben wir dann auch probiert einzubauen. Also jetzt die Farbe, da sehe ich noch so ein bisschen andere Farben drauf, die nicht auf dem Flugzeug sind. Was hat es da mit dem auf sich? Also das ist eigentlich so die allererste Skizze, das habe ich einfach mal gemacht, um dem Team zu zeigen, hey, so könnte ich es mir vorstellen. Ja, von der Art. Und es ist noch ziemlich anders als das, was es jetzt ist, oder? Und dann haben wir da gesehen, es ist viel zu voll, es ist zu crowded und auch mit den Farben, ich kann einfach mal etwas vorgeben. Das sind so Farben, die ich gesetzt habe. Das sind noch nicht die definitiven Farben, aber es sind sehr kontrastreiche Farben, dass man so ein bisschen die Art, wenn ich es gerne umsetzen würde, dass man das schon mal ein bisschen sieht. Ja. Und die Farben schlussendlich sind dann mehr halt in die Swiss-Farben rein, so das Swiss-Rot und das Bordeaux-Rot, wo glaube ich auch viel aufgenommen wird. Ich habe überall probiert, verspielte Elemente reinzubringen. Ja. Ein Basilisk, das ist auch ein Element, das viele nicht kennen, was das ein Tier ist, das mit Basel in Verbindung gebracht wird. Oder ein Sagetier, das mit Basel in Verbindung gebracht wird. Sieht man gut, wie gut ich die Schweiz kenne. Ja. Und in Bern finde ich auch noch spannend, das ist nämlich jemand, der Hang spielt. Das ist so ein Klanginstrument, ein Schlaginstrument. Und das ist in Bern erfunden worden. Aha, aber lerne ich auch noch da wieder etwas. Also genau. Gewusst. Okay. Was ich auch cool finde, ist da der Freddie Mercury zum Beispiel, oder? Genau, der Freddie Mercury ist auch so ein Element, das viele nicht wissen, dass es die Statue gibt in Montreux. Oder auch da die Bären in Bern. Natürlich auch für ein dankbares Sujet für mich so, zum Zeichnen, dass es auch Spass gemacht hat, die umzusetzen. Aber haben das jetzt, wenn das so alle richtig gesagt, es hat keine Schocke, kein Käse, kein Matterhorn auf diesem Flugzeug drauf gewesen? Ja, genau, das war eigentlich sehr bewusst gewesen, auch von der Swiss aus, dass wir eigentlich probieren, die moderne Schweiz darstellt und modern und traditionell ein bisschen vereint und dass man ein bisschen neue Bilder von der Schweiz so ein bisschen in die Welt trägt. Gut, und Schocke gibt es ja an Bord und über das Matterhorn fliegen wir. Also, genau, ja. Genau.
Was ist das eigentlich, aber jetzt so ein Gefühl? Ist das Flugzeug fertig? Jetzt fliegt das mit deinen Illustrationen, geht es in die ganze Welt raus. Was ist das für ein Gefühl? Ja, also es macht mich schon ein bisschen nervös. Also, ja, vor allem jetzt auch, als wenn ich da hocke und mit dir darüber rede, dann merke ich langsam so, ja, das ist etwas, was nachher riesig und von sehr vielen Leuten gesehen wird. Und ich weiss nicht, ich bin eigentlich Regisseur und mache Kurzfilme, unter anderem auch noch. Und es ist wirklich ein Gefühl, wenn man einen Film fertig gemacht hat. Das hat man halt auch selten bei so Illustrationsaufträgen, wo dann eben auch nicht so, sich so anfühlen, als wäre es wie eine Premiere oder so. Ja. Und das ist halt da jetzt schon ein bisschen der Fall, ja. Ja. Also es wird sicher cool sein, wenn der da so gross da vor dir steht. Ich glaube es erst, wenn ich davor stehe und wenn ich es live gesehen habe. Gibt es jetzt schon Entwürfe für die nächste neue Livery? Können wir die anschauen? Nein, ich glaube nicht. Also ich habe noch nichts gehört. Würdest du wieder eine machen? Definitiv. Ja. Ja, super. Gerne. Ja, lass leben, wünsche dir alles gut und also wirklich merci nochmal für die super schöne Special Livery. Ja, merci dir, merci an Swiss. Das ist ein sehr cooler Auftrag. Toll. Das war jetzt ein spannender, kreativer Einblick. Wir freuen uns, die Special Livery gleich live zu sehen an diesem neuen A350. Schön, dass ihr dabei gewesen hier bei Swiss Behind the Wings und bis bald.